So, liebe Leute, nochmal zur Begrüßung hier. Ich sitze hier mit einem Stück Kuchen aus Neukölln. Wir gucken uns die Xbox-Show auf der Gamescom 2021 an, die das einen Tag vorher lostritt. Ja, willkommen alle, die dabei sind und freuen uns auf interessante Reveals. Vermutlich wird aber nicht so viel Überraschendes passieren. Schauen wir doch einfach mal. Ich check eben auch gleich nochmal den Stream auf Twitch, ob das hinhaut. Und glaubt ihr, den Laberkopf schalte ich auch mal kurz ab, ne? Geht ja noch nicht los so. Aber natürlich werde ich das wieder einschalten, wenn es richtig losgeht, dass ihr auch was hört, ne? Wir wollen ja nicht, dass ihr ohne da steht. Spiel sieht gut aus, damit kann man arbeiten. Langsam besser, ne? 20 Minuten Aufbau, vielleicht waren es auch 40. Draufgeschissen. Oh, jetzt wird nochmal die Gamescom geheiligt. Eieiei. Naja, mir fehlt sie ja auch, ne? Aber kann es halt irgendwie auch nicht ersetzen. Die ganzen Hardcore-Xbox-Fans, die man sonst nie sieht, das ganze Jahr. Mich zum Beispiel. Ich glaube ja tatsächlich, wir werden ganz viel Erweiterungen und Service-Games-Updates kriegen. Aber lass mich da gerne überraschen. Natürlich auch cool hier, dass sie auch mal den deutschen Fans hier den Raum geben, sich zu präsentieren. Ist ja in Deutschland auch manchmal, muss man ja tatsächlich mal sagen, nicht immer ganz so einfach, mit seinem Geektum, mit seiner Nerdkultur sich so durchzusetzen. Ich habe gerade heute nochmal geschaut. Da gab es ja auch einige Geschäfte in Deutschland, die sich so ein bisschen dem Geektum verschrieben haben, aber ich glaube, viele davon haben Corona tatsächlich nicht so richtig überlebt. Schade eigentlich, aber hoffen wir mal, dass die Zeiten besser werden und auch wieder viele Treffen möglich sind. Ob das jetzt in einem Geschäft ist oder auf der nächsten Gamescom, wer weiß das schon. Was mir nicht fehlt, sind die Reisen und das Latschen über die Messe. Obwohl ich gerne natürlich auch Leute von euch getroffen hätte. Ne? Also wir sind zwar nicht so bekannt, dass man uns erkennen würde, aber trotzdem einfach die Gesichter. Ja, irgendwie bin ich ja doch minimal positiver eingestellt, was diese Online-Gamescom dieses Jahr angeht. Letztes Jahr war die ein ziemlicher Reinfall. Ich glaube, da haben sie sich etwas übernommen mit ihrer Erwartungshaltung. Und dieses Jahr versteht man das endlich nach einem Jahr dann doch schon etwas besser, wie man zum Beispiel jetzt irgendwie Presseevents in Zoom gestalten kann. Vielleicht haben wir da auch nochmal ein paar Termine für euch, da müssen wir mal schauen, ob da was bei rauskommt. Richtig viel ist es ehrlich gesagt nett, aber besser als gar nichts, gell? Ja, auch lustig, dass sie die ganzen Famous Gamers hier einblenden mit ihrem Gamertag, könnt ihr alle mitschreiben und denen schön mal was spammen. Gell? Also kein Flaming hier, kein Bashing, das wollen wir natürlich nicht, aber ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, vielleicht dann über das Xbox Social System Kontakte zu knüpfen. So schnell bin ich jetzt natürlich hier nicht. Ich habe ja auch nur 2 Hände, muss auch Kuchen essen, ne? Aber
Jetzt komme ich auch mal ein bisschen näher an mich ran, mein Wässerchen, ne? Dass ich nicht immer so aus dem Bild rausgehe, sondern nur ein bisschen. Aber wo war ich stehen geblieben? Ja, Leute folgen auf den sozialen Plattformen. Ich glaube, das Influencer-Game wird wieder ganz schön strong sein dieses Jahr. Wenn ihr uns folgen wollt, gutes Stichwort, ne? @pixelmonsters Twitter, pixelmonsters.tv auf YouTube, haben keinen Discord leider. Facebook gibt es auch noch irgendwie, weil da einer mal das nochmal wiederfindet und aufmachen will. Und TikTok kommt vielleicht irgendwann mal, ja. Was haben wir denn noch so? Ja, auf jeden Fall auch mal auf der Webseite vorbeischauen, www.pixelmonsters.de. Eine Cortana blaue Dame. Nee, verwechsel ich das jetzt? Ich glaube schon, oder? Weil sie da. Ah ja, sie hat diese Halogun auch im Hintergrund. Da hat sie sich immer Mühe gegeben, sich blau anzumalen. So, 3 Sekunden noch hier. Ich schalte euch derweil mal den Sound ein und halt mal kurz den Mund. Ich freue mich jedes Mal darauf, Sie wiederzusehen. Okay, 18er Wertung. Okay, da sind die Moderatoren. Paris, den kennt man. Hello everyone and welcome to our Gamescom Aber 2021 Paris hat es letztes Xbox stream. We've got E3 auch so schon many super great game gemacht. updates to share with you today. We're talking Age of Empires 4, tolle. Psychonauts 2, and my personal favorite, Microsoft Flight Simulator. Later on, we'll take an extended look at Forza Horizon 5. There's so much going into this, and Playground Games' vision of Mexico is muy bonito. And Personally, we're and gonna get our first look Kate at the cover Jäger art for the game, Paris. sind I got $5 on it being one of those Ich electric finde die scooters fesch, that you see also piled up kann on man the sagen, sidewalk. ne? Beide. Okay, Also, $5. I guess we're about to find out. erstmal der Hinweis auf den Twitch-Kanal von Xbox, was diese Woche da so passieren wird. Also natürlich die ganzen Brands nehmen das jetzt zum Anlass, um sich dann alle ihre eigenen Kanäle zu befüllen und das komplett selbst zu steuern. Okay, der erste Trailer geht los. Dying Light 2. Geil. Haben wir schon auf der letzten Gamescom gesehen. Hello, I am Timon Smektawa, Dying Light 2 lead game designer, and this is David Lubryka, animation director. Hi. We can't wait until December 7th to finally give you Dying Light 2 Stay Human, the game we have been working on really hard for the last few years. We're hoping the gameplay video you're about to watch will give you a foretaste of parkour and combat systems waiting for you in the game. And we are just about to enter the city, fighting our way through its brutal and dangerous streets. Though, as you will see in a moment, there are plenty of things you can use to your advantage. So watch closely, look for special combat and parkour moves, and check out how with just a bit of creativity you can combine the two. Ready? Let's go! Sometimes I wonder what this city looked like before all this. Probably like many others. People had their ambitions, plans, lives. Now it's all gone. The virus started it, but it was the people who made the world the way it is. This city, Villador. They tell me they had a vision. They had hope. But soon, one vision broke into many different ones. Instead of fighting together, people stood against each other. War broke out. Was it a little bird with a broken leg? Hope died. Nicht wundern, ich Twitter ab und zu da manchmal ein bisschen. Natürlich, das macht so ein halben Now Aufbau. the city is falling. Der ist jetzt nicht so überraschend, gell? Oh, schon mal gesehen? Die Ahne hier. But I can't let that happen. Grafik aber Hammer. Also schon die ganze Zeit. At least, not yet. Das ist vielleicht der Saves-Trailer hier ohne das Blut. I need the secrets the city holds. Fuck! Hey! Spiel
gespielt, aber mit dem Parcours und den Charakteren, ich glaube, da kommt das Gute eigentlich bei raus, wenn es dann mal kommt. Aber habe ich noch nie Bock drauf. I have to make a difference. Let's check and see. They say that great change is a series of small gestures. How about this series? Kämpfe sind auf jeden Fall sehr intensiv, das konnten wir auch schon in der Präsentation auf der vorletzten Gamescom, einer der letzten, wo wir noch für sich Spaß sein durften, sehen. Da wurde uns eigentlich schon fast eine Late Alpha, glaube ich, gezeigt. Also wirklich sehr lange. Das ist halt ein bisschen Schauen, der ist nicht so richtig. Well, that was an exciting trip, wasn't it, Timon? Did you notice those bandits in medieval-like armor passing by skyscrapers, banks, and large billboards? That's what we call a modern Dark Ages. And it's a very unique design, one very important for the plot of Dying Light 2. But there's another thing that stood out to me, all those parkour moves that you and your team has put so much effort into. Well, all you need is a few thousand of animations, Wenn die hier da cooperation with waren, professional mach ich tracers, sie mal ein Stück leiser, weil and invaluable help dann from kann ich David euch Bell, ganz sagen, whose was face ich and moves eigentlich, player will see ja, in the game, by the way. ich frage, wo die ihre Funds hernehmen. Das Studio läuft jetzt schon so lange, die Kulissen sind doch immer fett. And we are showing some of them in this trailer. The vault kicks being the most important to me personally. Ich finde ja ganz cool, dass die inzwischen richtig gut Englisch sprechen, ne? Das war halt nicht in jeder Präsentation so. Ich glaube, die kommen aus Ukraine oder Polen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. I think we captured the Checkland. moment really well. Vielleicht weiß and das made jemand it von quite euch. simple for the players to perform. I can't wait for them to try it out and tell for themselves how much they loved it. It's definitely Das ist natürlich auch alles abgelesen, ne? Aber da weiß man, worauf man sich einstellt bei so einer aus der Dose kommenden Live-Präsentation. Then it's good we scattered some helpers around, like a paraglider, which can support players in both parkouring and combat. Exactly, and it's gonna do great, especially in fights against humans, which are more frequent and important than in Dying Light 1. It's been over 20 years since the events from the first game, so people adjusted. They are much bolder now, at least during the day. And they are more Wink, vicious wink. too. Nicht so viel reden, Leute. Mehr vom Gameplay zeigen. Das ist immer der Trick. Vor allen Dingen, wenn man jetzt schon so lange in der Entwicklung ist. Okay, wann kommt das dann jetzt raus? Okay, erstmal Pre-Order, Boni, ja, geil, virtuelle Auszeit. Das war schon, kein Termin. Kommt dieses Jahr überhaupt noch was, Leute? Habt ihr auf irgendwas richtig Bock? Launched on a home console with the release on Xbox Series X and S last month. Reviewers and gamers alike were blown away by how well the stunning visuals and the depth ich glaube, jetzt geht es um die Flight Simulator. Ja, klar. Okay, das ist Studio Sobo aus Frankreich, glaube ich. Eigentlich genau mein Thema, aber auch noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Was mich davon tatsächlich abhält, ist der relativ hohe Preispoint. Und weiß nicht, geht das auch so, dass es da... geile Flight-Checker. Dass es da im Microsoft Store eigentlich zu selten Discounts gibt, ist nicht ganz so schlimm wie bei Nintendo, aber ja, also die Discounts könnten gerne etwas mal größer ausfallen wie bei GOG oder bei Steam, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Aber ja, das ist halt auch so ein Service-Game, wo sie jetzt immer weiter Content hinzufügen. Es sollte jetzt auch was kommen zu Top Gun. Schauen wir mal, ob das jetzt heute hier schon präsentiert wird. Der Film rückt ja auch immer näher. Es wird erstmal nur erklärt, was der Plan ist. Natürlich die Top Gun Brille. Also. Gute Frage. So what's going on with Top Gun? There's so much going on here. So you talked about Maverick earlier. The fans are super excited. They saw the FAA team. They can't wait to start flying.
And as you know, it comes out later this year as free DLC alongside Okay, the movie. But as the movie is still under findet wraps, ihr den Trailer von so are Popcorn? we. Ich So meine, I die zeigen can uns hier still nichts. not Habt tell ihr you euch that schon much about it. Flight Simulator But gekauft? there's so much else going on, even Vielleicht before sogar mit dem Maverick. Joystick? So we are Was mich continuing ein to bisschen do our anfixt an dem monthly big Spiel, releases oder that we've been doing nicht for a long anfixt, sondern time. And next irritiert, month ist on halt September anders 7th, als in vorherigen we Teilen are ist die launching Flugschule eher World gering Update 6. ausgefallen And, oder wird auch erst nur this so World langsam Update, jetzt I mean, reingepatcht. at the beginning of the show, if you remember, there was a little red plane flying into Cologne. Well, we did that because World Update 6 updates that region, the region Ja, of jetzt reden Sie über Gamescom, so die Germany, Austria, and Regionsupdates, Switzerland. also da wurden And dann what nach that und means nach to us bestimmte is we Regionen have noch new aerial realistischer and simuliert. satellite images. Zum We have a Beispiel new hier, das kennen wir, das ist elevation map that Helgoland. helps Das us with ist the unsere mountains, so the Alps actually Hochseeinsel look in awesome now. Deutschland. We Habe have ich new auch 3D schon mal cities gesehen. like Oh, Frankfurt Hamburg, and Wuppertal ne? in Freunde, Germany. die We Elbphilharmonie, have wer Basel kennt in sich da aus? Switzerland. Ich bin ein bisschen We schnell have mit den Vienna Bildern and hier. Graz in Austria. Jetzt hier alles schon mal schon. And those Köln, cities the look just Dome. amazing. Hey, They have aber like schon 7 hübsch centimeters geworden. resolution, and it's awesome. Ah, Schlössern habe But ich we nicht want to so. celebrate the Also, entire region, so we picked 100 of the frage most mich halt immer scenic so, places, kann man the wirklich most so famous viel landmarks, sehen? Und and we call those POIs. man kann ja jetzt auch And nicht we so sort of Zentimeter genau um die Dinger spread them rumspringen, throughout the simulation, and we also added airports. We did Lübeck and Stuttgart in neue Germany, Flughäfen and kommen halt Klagenfurt in dazu, werden Austria, and genauer St. Gallen detailliert, in Switzerland. mal bestellt. And Also es ist and halt what ties it all irgendwie die together Schwierigkeit, glaube ich, bei dem is Titel, missions. We're having new die Schnittmenge zu finden zwischen Hardcore-Pilotensimulation und Sightseeing-Simulator aus der Luft. Aber ich glaube, das kriegen sie eigentlich ganz gut hin. And this is a Hängt celebration immer da ein bisschen von der Guidance ab und ob man da Germany, Austria, geführte and Touren hat Switzerland. I'm oder so sowas. happy to be able to announce the date here at Gamescom. You know, that is really incredible, all the different regions and everything that you're going to have in the game and the way that you're going to be able to actually highlight those. It's really Yeah, I think cool. it's der really Flight cool. But Simulator. for us, it's actually not just the region and the visuals. We talked a lot when you study hast du auch aviation, gehört, when you ne? love aviation like we do. You actually realize that a lot of regions of Earth have a very special relationship with flying, with aviation. Sometimes it's, the first experiments with aircraft, or a famous pilot, or a feat of aviation, or like a local manufacturer. So we thought to ourselves, why do we not use these world updates to celebrate the planes? So we are announcing a new series. We call them local legends. Ändern ihre Think about that as Content-Updates, planes that indem sie are jetzt locally well known, like in einer in that neuen region, but Serie outside in the bestimmte world not so much. Flugzeugtypen als But Legends why not use the world zelebrieren. updates to Das highlight ist, glaube ich, this, eine to ganz bring gute these Idee. Das awesome geht sowieso machines to a nicht worldwide audience? Games dann auch, So for World wie Update Spieler 6, we picked a German plane featured from the werden. 1930s. It's called Junkers U-52. In Germany, it's actually lovingly famous named Tante U, Tante die U, Junker so 52, echt, and glaube we ich. think of us as Der sort of a schon digital Stauffenberg, preservation. So we really want to zum get these Hitlerattentat planes to an geflogen extreme wurde. level of detail. We're going out of our Ja, way leider to fliegen die really nicht mehr. go deep. So we're doing a full scan. sehr We take geile, full scans of the outside frühe, and the inside, as detailed as gute 1 millimeter, Transportmaschine which is as auch. good as you can really do this. And then we're working with schön for the detailliert Junkers. We work with dargestellt, Bernd also Junkers, who is the grandson of the Ja, ich original glaub, die Physik creator wird of sich the da auch plane, bemerkbar Hugo machen. Junkers, and he's helping us. He had a ton of insight and materials. Then we worked with an organization that is preserving one of the last surviving examples of the Junkers. Muss man sich So halt mal they let vorstellen, us dass das die scan and take ganze photographs, and then we were lucky that to find Flugkapazität a damals pilot war, ne? that actually flew one of those planes while it was still flying in the real world, and he lets us know, like, is the cockpit right and the sounds right, does it feel right in the air? So we're having a blast working with these experts to really to celebrate this plane, to bring him back to life. So this is almost like you're creating like a digital museum for aviation inside Microsoft Flight Simulator. Yeah, I mean, it's basically that. It's a museum with flyable planes. So we're working with 40 museums around the world, and it's honestly one of the funnest parts of the job. You end up working with these curators of planes. These are their babies, and they sort of see the tooth of time in the real erwartet, world, dass wir sort of viel nagging dazu on their sehen remaining planes, and they're zu so dem happy Spiel. when we come in with our Ich scanning jetzt nicht so equipment, ganz erwartet and we're hätte, ist, dass basically das jetzt so capturing their eine planes, and they textlastige know that we can digitally preserve Interview-heftige them Show in wird. perpetuity. And we're actually giving those scans back to the museum so Ich they meine, can do Paris macht something es with it. gut, And it's a great wenn collaboration. das alles super And skriptet we're actually und not just looking gestellt back ist, in the history of aviation, we're also looking towards the kann ja future. ganz So I gut have another diese announcement. We are working Presse with a zeigen. fascinating German company called Das könnte ich, Volocopter. glaube ich, And they're die making ganze Show hindurch zum Beispiel selber an nicht. eVTOL Oh, air taxi for urban traffic. Flughubschrauber. So they have a vision of the Das ist future, natürlich Hammer, das ist how ein these Insider-Gag hier. drone-type machines basically connect people in Dass large das der cities. We're nächste working große directly with the engineering team Aviation-Trend to make werden sure that wird. we are Da capturing glaube ich noch their nicht so plane, their dran. aircraft perfectly in the flight simulator. Aber ich lasse mich gerne That's überraschen. coming out in November.
Ich habe eher die Vermutung, dass es wieder was nur für Reiche sein wird, aber dann hat man ja einen Flugsimulator und kann sich da einen Flugschrauber transportieren lassen. Yeah, there's one more thing. I'm so happy to announce that we've partnered with RARA. That's the Reno Air Racing Association. And every year they put on something called the Steel National Championship Air Race. And we're bringing this to Flight Simulator. So this is the fastest motorsport. This is right down your alley. It's the fastest motorsport on Earth. And I actually brought you a little trailer to look at. So race, speed. Oh ja, das mit der Danger Zone ist jetzt aber auch ein bisschen durch, oder? Let's go ahead and show that. Okay, dann nehmen wir jetzt endlich mal einen richtigen Trailer dazu. Ich gebe euch mal mehr Sound dafür. Geiler sind, als das selber zu spielen. Das ist zwar in der Simulation nicht richtig überraschend ist, aber das kommt ja schon raus, ne? You know I like going fast, and you know I love being in the danger zone. When is this coming out? Man, these planes, they fly 500 miles, faster than 500 miles an hour, 50 to 250 ja, da feet geht es above die the Erweiterung ground. Reno Air Race, die So dann definitely going to be in the rauskommt. danger zone. I mean, Ich glaube, without das ist going so into eine much Art Red detail, Bull this Air Race, Reno Air Race is kleinen actually the Flugzeugen durch largest den Parcours. expansion we have since we launched our Flight Simulator. Ich wusste gar nicht, dass It's die not Dinger just noch because we scanned all passieren. the famous race planes of the world, there's lots of them. This is also the Aber first time ja, that you da can kann man dann halt basically mal race seine against your Flugskill friends and testen pilots lassen, wenn man den across noch the nicht so planet. bei GTA 5 And austrainiert a hat. competitive multiplayer is coming to Microsoft Flight Simulator, and that will definitely test your pilot skills. And you ask, when is it coming out? This is coming out this fall, so it's right around the corner. Oh, that is fantastic. And you know I have the need for speed, so I can't wait to get my hands on this and participate in some of these air races. Awesome, man. We got you covered. All right, thank you. If going fast on the ground Jetzt geht's, is glaube more ich, your um ein speed, keep Rennspiel, an eye out vermutlich for mal Forza extended Horizon look 5, at Forza worauf ich Horizon aber auch 5 richtig Bock later habe. on in the stream. Da gab es Also zuletzt talk auch with einiges an Wasteland neuen 3's News. Ich game glaube, das wird director jetzt nochmal. about the game's next big DLC. Stimmt. Yep, somehow they did it. They dann added muss ich das even wohl more später games machen. to Game Pass. Sorry, Let's talk about Leute. what's coming up. We're talking Age of Empires 4, the game's creative director, and we're going to see what's next for Sea of Thieves. But now, we've got a new roguelike retro shooter that in grand retro es geht, glaub ich, fashion noch mal ein bisschen sends you weiter um plundering Game through shifting Pass. dungeons to defeat a mysterious eldritch terror. Let's dive into the pit. Natürlich eigentlich ja immer alles Gameplay. Oh, das sieht auch cool aus. So eine Art neues Thief oder was ist das jetzt? Ja, die ganzen Games, in einer Sekunde wieder bei euch. Ist ja jetzt eh auch alles so sehr kurz. Das Play it on day one, Xbox, was kommt da jetzt? Well, I am here with creative director of World's Edge, Adam Eisgreen. And Adam, I'm so excited to talk H4, of course, because you've brought something a little different and very special today. Yeah, I have. So, so far we've been showing everyone kind of what Age looks like from in the game, when you're playing it. You've gotten to see a lot of footage of that. And we've also shown a little bit of our campaigns, right, through when we unveiled the 100 Years' War and showed Joan of Arc. But we have yet another way in Age of Empires 4 that we're kind of bringing history to life that we haven't talked about yet. See, you do this to me. You put me in suspense. I want to know more, so let's go with it. Well, let's hear more. Okay, wait, you get one moment of suspense. Da sind wir jetzt drin. Okay, that's enough. So, what we brought today is we have these wonderful little videos that we've created that are interspersed amongst the campaign, and they're about 3 to 5 minutes each. And we have over an hour of them total, and they're called Hands-on Histories. And what they are is a great way to deep dive on certain fun subjects
from the cultures we're representing and just from medieval history. Excellent. Well, I hear you've actually brought one of those segments that you're going to share here for the very first time. Yes, I have. We are going to show you the segment on one of the most popular units from Age of Empires franchise and a fan favorite, the Trebuchet. Excellent. Well, this I gotta see. Let's take a look. Bearbeiten. Alle Axt. A counterweight trebuchet Ach, wieder ein Spieler. Ja. was the king of all siege engines. A catapult capable of smashing down castle walls Vorbereiten from great sollen. distances. At Warwick Castle in England, they've built a replica, one of the largest in the world. Originating in 7th century China, Ganz by ehrlich, the ich will doch hier 13th jetzt einen century, Geschichtsunterricht über trebuchets had Trebuchets. evolved into devastatingly powerful Theoretisch weapons. interessant, aber nicht in so einer Such a Show, simple oder? design, but so effective. It has several key features. A pivoted arm with a weight at one end and a sling to hold the projectile at the other. To prime, the 6-ton weight is raised using tread wheels. So this is one of the wheels, one of two that's attached to an axle, Okay, which jetzt habe would ich die lift the Streaming counterweight, aktualisieren. weighing Wissen 6 Sie auch, tons. wann wir It's hier based on gerade muscle power sind? alone. Jetzt müsste ich about eigentlich mal launching a checken, ob wir projectile as einen far as Chat possible is making sure that haben. this end of the arm is moving as fast as Zwei possible. Follower. So once that weight drops, it really sends this point of the Ausland, arm das ist toll. moving at its highest velocity. This was done by positioning the pivot close to the counterweight and by launching the projectile Ja, from the sehr schön. sling. Ja, cool. When released, the sling whips round. Okay, Leute, jetzt habe ich die vastly volle increasing Kontrolle. the launch Geil, speed. geil. Und wir haben ein Achievement auf Twitch Trebuchets gemacht. were Was ist das? carefully aimed, like modern guns. Bringe In für order to weaken Zuschauer the dazu castle walls or gleichzeitig even am Chat breach them, teilzunehmen. you 1 had von to make 5. sure that Okay, the nee, das haben wir projectiles nicht. hit the same spot Let's every begin. single time. Stream, starte Ende, For each veröffentlichen den projectile to Streamtitel, follow the inklusive same einer trajectory. Bla bla bla. They all had to be the same weight and shape. Ja, wunderschön. To achieve this, masons used a gauge. Das schaue ich mir dann später Now an. I'm going to load this projectile into the sling. Jetzt This weiß one ich must echt immer weigh noch about nicht, was das mit 25 Videospielen kilograms, zu tun but hat, some ne? projectiles Jetzt can get up to probiert sie da das 150 Trebuchet aus. kilograms. That's the weight of 2 men. Trebuchets were also used to throw burning tar, Alles interessant, beehives, Nur even dead bodies. nicht so Anything richtig to cause klar, maximum welchen Einfluss distress das to jetzt the auf ein enemy. Videospiel hat. Deshalb ist es einfach nur verfasst in meiner Abschirerei. Did you hear that whoosh? It was the counterweight trebuchet's lethal combination of power and accuracy that made it the ultimate medieval siege weapon. Okay, Age of Empires 4. Hat überhaupt einer von uns das gespielt, die alte Serie? You know I'm gonna say nicht, muss ich Trebuchet. ehrlich zugeben. Ich weiß, da gibt es jetzt Don't viele, care, die 'cause that da is awesome aufschreien. and remarkably unique. Something you Irgendwie don't hat es see in mich games very gegenüber often. StarCraft oder anderen Yeah, so, Strategiespielen halt you know, null one of the gereizt things oder when we're looking at wirklich what we're going to do with Age of Empires minimalst. 4, there's a phrase I'm really fond of, which is Gut, history is only as interesting as the people who taught it to you. And können über ihre you can say that Schuhe about reden, any die sehen subject, really, right? But ungemütlich I think the great aus, thing aber is when you naja, have someone that's das so ist, enthusiastic and passionate man about tragen muss history, auf it so really einer comes across. And we Bühne. wanted to be that kind of teacher for history. Leute, And, Leute, was geht? There's a phrase called humanized history that I Laberkörper use. mal wieder ein bisschen leiser. Schreibt uns doch mal in die Kommis, in den Chat, überall, wo es geht, wie ihr die Gamescom und die Xbox Show soweit findet. And so for these, we really wanted to do that same Kommt denn thing. von Microsoft noch der Hammer? Ourselves and Relic partnered with this amazing group in the Ah, UK. da ist mein Stream called gerade gehakt, And they've aber done das passt schon. production on an amazing amount of shows and documentaries from the BBC and won every award you can imagine for media. And they travel to all of these locations and all these Da sind wir wieder, da sind wir wieder. subject matter experts and get all of this great footage on how things really Das work, kann mal how things passieren. behave. And it's been delightful to kind of go through that process and get all Selbst von these diesem Spiel gibt es eigentlich kaum was zu sehen, außer komische Tusche, Artworks. Und das auch schon seit Jahren. 3 Jahre, glaube ich, dass es angeteased wurde.
Ich meine, es kommt Halo, theoretisch, wenn man eine Xbox Series X hätte. But the thing I love about them is that they go so, we've got ones on warfare and castle building and like. Auch die Halo-Serie war nie so meins. Ich glaube, mein Lieblingstitel wäre tatsächlich wahrscheinlich Forza, ne? Das muss ich tatsächlich mal sagen. Und vielleicht der Flight Simulator. Aber ja, muss ich halt auch mal ausprobieren. Wäre cool, wenn es da Demos zu gäbe oder sowas. And there's even one on Mongolian instrumentation, which is really cool because those instruments, we actually use them in the soundtrack for the Mongols when you're playing as them in the campaign, in the game. I mean, I just love the behemoth amount of history that you guys. Age of Empires always known for bringing history alive in a completely different way, and I so gefühlt von dem, was sie zeigen, also bei Age of Empires 4 habe ich das Gefühl, das kommt auch in 5 Jahren noch nicht raus. Was glaubt ihr, wenn es rauskommt? Hat das schon einen Release-Termin? On history kind of segment, but I mean, what was that approach like to sort of, sell going forward, especially since it's such a unique in-game experience? Well, the cool thing was it was there from day one. It was one of the things I was really wanted to do is try to tell these stories in a different way. But I'll tell you, like full disclosure, it's been insanely nerve-wracking because we're trying something completely different that no one's ever done before in a game, right? We're history, but we're a game, but we're teaching you things, but you're having fun and. Ja, da die sich jetzt auch da so ein bisschen festquatschen, weiß ich nicht, dann vielleicht wäre es cool, morgen die XBOX, mein Güte, schon wieder, die Gamescom Opening Night Live anzuschauen. Leider kann ich da nicht, sonst hätte ich das auch mit euch gestreamt. Vielleicht mache ich noch ein Review-Video oder so. Da warte ich mir zumindest einen ganz geringen Anteil an interessanten Titeln in der Präsentation. Was mich überrascht hat, ist tatsächlich, dass ich irgendwo gelesen habe, dass die Future Games Show auch nochmal... Oh, es hat einen Termin vom 8. Oktober 28. Am 28. Oktober, ja. Also kann man jetzt vorbestellen. And of course, we'll be there day one, XBOX Game Pass for PC as well, so anyone that's on that can just grab the game and start playing. Jetzt aber nicht mehr verschieben dann, ne? I believe you are a part of something very special. Yes, so Gamescom opening night live, 11 a.m. Pacific time. There might be something Age of Empires related in there, so if you're a fan, you probably should tune in. Oh, a bit of a tease from Mr. Ice Green. Maybe. And I like it very much. Adam, thank you so much for joining us here. Always a pleasure, Kate. Always a pleasure. Age of Empires 4 looks fantastic. So ja, weiter die Show. Ich will Neues sehen. Ich will echte Premieren sehen. Live Real. World Reveal. Ich mag ihre Brille fast mehr als... am meisten von dem Style, muss ich sagen. Und die Jacke, da werde ich auch nicht sagen bei Paris. Also bisher so Highlight, glaube ich, die Humble Bundle Games Kooperation mit dem XBOX Game Pass. Wie lange streamen wir denn jetzt eigentlich schon? Oh, schon 45 Minuten. Ernsthaft? Naja, halbe Stunde der Show ist rum. Ich glaube, eine Stunde soll es gehen. Dann muss aber noch was kommen. Jetzt werden erstmal wieder Fans gezeigt. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo das hingeht. Xbox Cloud Streaming. Wusste ich. Konnte ich die Beta noch nicht testen, aber sieht interessant aus und ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Das ist halt wieder die Frage der Internetverbindung. Die ist ja in Deutschland seit 200 Jahren ein Problem. Xbox Game Pass, auch vielleicht ohne Konsole, dann mit xCloud. Mega, also kleiner Subscription Service, alle Top-Titel. Ich habe mir schon mal fürs Handy so eine Halbung geholt, allerdings auch noch nicht ausprobiert, dass ich da das Gamepad anschließen kann. Einzige, was da natürlich schade ist, klar, du hast die geilen Titel mit der fixen Grafik aus der Cloud, aber du hast natürlich nicht so die Auflösung und diese Brillanz dieser Bilder, die ja auch irgendwie eine Rolle spielen. Kopfhörer nehme ich jetzt mal an, sind vielleicht dann auf der Audioseite ganz gut von der Immersion, aber bildmäßig so im Bus ist
Ich stelle mir das gerade cool für Strategiespiele und sowas vor. Vielleicht noch Jump'n'Runs. Celeste war da gerade im Bild. Shooter glaube ich nicht so. Und hier Formel 1 habe ich arge Bedenken, was die Latenz angeht. Aber ich meine, zumindest mit guter WLAN-Verbindung könnte das sogar funktionieren. Das würden sie es ja nicht so zeigen, ne? Und das alles geht in die Serverkosten. To allow the Gen 8 customers, the Xbox One customers, to play games that their hardware wouldn't have. Wäre ja lustig, wenn es dann eine Green-Version geben würde, ne? Die Xbox ist sowieso clean, aber wo man sozusagen nochmal ein bisschen mehr bezahlt und dann wird quasi alles ökomäßig berechnet. Ja, Xbox Xcloud kommt dann zu Weihnachten dieses Jahr feindlich fertig. Das war auch Zeit. August 9th saw the release of the free optimized update for Hellblade: Senua's Sacrifice on the Xbox Series S and X with beautiful and rich visuals. Was sehen wir uns jetzt an? Grafik-Features. Hellblade 2. Okay, das kommt überraschend. Ein echter Highlight-Titel für mich. Aber nur so ganz kurz angerissen. Was läuft da falsch? Agreed. Speaking of unique experiences on Game Pass, the Xbox Plays team will be taking a look at some immediate Xbox titles over the next few days, including 12 Minutes and the Big. They're also talking with developers from Halo, the Master Chief Collection, Forza Horizon 5, and Destiny 2. So join the live Q&A to get your burning questions answered. Interessant ist die hier 12 Minutes so featuren. Horizon 5. Forza Horizon 5. Das hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit erwartet. Weil da halt gerade viel News rauskommt und der Titel kurz vorm Release steht. Größere Karte, ne? Mexiko sieht mega geil aus. Fast wie aus der fotogerenderten Ferienkatalog. Jetzt zeigen sie dazu auch wieder nichts. Was ist denn das für eine Aufzählung hier? Well, right you are, Paris. Let's talk Wasteland 3. Their newest DLC introduces us to a new cult. The Cult of the Holy Detonation. Okay, verschiedene Titel hier. Verschiedene Entwickler. Deep within Cheyenne Mountain, we've changed. Devolved into the mutations you see before you. Ist das ein Vorhaar? Nee, ne? Set on a righteous path. Also das ist eine Art Top-Down Dungeon Crawler in einer postapokalyptischen Cyberwelt. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus. Aber mal sehen, was dahinter steckt. Doch tatsächlich eine echte Premiere vielleicht. Wasteland 3. Na, okay. Das hatte ich schon. Code of the Holy Detonation. Das hatte ich mir fast schon gedacht. In Exile, ne? Die stecken dahinter. Wasteland-Serie. Nochmal so ein Ding, wo ich nie reingekommen bin. Aber ich glaube, die entwickeln sich von jedem Titel immer besser. Jetzt kommt natürlich das obligatorische Interview dazu. Ich verstehe nicht so richtig, warum das so hardcore groß gefeatured wird, weil optisch ist es jetzt nicht der Oberburner. Gibt es da Hardcore-Fans? Gibt es da Wasteland-Kult-Followership? Ich finde sie ein bisschen lustig aus, erinnert mich an irgendwas. Angola Kelly oder so. Over the past year since it's released, we've added features, we've balanced, we've listened to the community, we've fixed bugs, added stability, and I really think that the version that we have now is the absolute best version of the game, and if you've never played it before, now's an awesome time to jump in. Well, congratulations on everything that you've been doing with Wasteland 3. Now, this DLC is called the... Also bei dem Thema hätte ich mir jetzt tatsächlich fast eher Fallout-Titel gewünscht, ne? Aber ich glaube, mit dem Aufkauf von Bethesda können sie da tatsächlich ein bisschen Pfund reinbuttern und mehr machen. Top secret military complex buried deep in the heart of Cheyenne Mountain in the middle of Colorado. It's designed to outlast a nuclear winter. And so meine Haare heute hier aus. a Wirklich. friend calls you and says, "Hey, I need your help
securing the secret military Morgen geht's base, zum all the Friseur. secrets within. Nee, And as wirklich. soon as you get there, Kein Spaß. you find two warring cults battling over supremacy, trying to take control of the Holy Detonation, which is this pre-war science experiment that they worship as a god. Yeah. And, you know, these cultists are insane, they're mutated, they've gone totally mad. Ich guck noch mal kurz, ob And, hier was all im they Chat wanna do passiert. is share Ich the glaube Holy tatsächlich Radiation with you nicht. and your entire Ranger team. How Ich bin generous. auch nicht wirklich überrascht. That sounds a lot cooler than some of the cults I may have joined in the past, but this is typical Wasteland fashion. We're really going to be able to get in there and mix it up, right? Right, right. So you and your Ranger team insert yourself right smack dab in the middle of their holy war, which, you know, what could go wrong? Yeah. And this is a Wasteland game, so you decide everything. Choice and consequence is our bread and butter. And so you decide who lives, who dies, who gets screwed over, who takes Ja, charge, erklärt jetzt das deciding the Spiel fate Cult of of the the Damnation. Holy Detonation, Das Cheyenne ist, glaube ich, Mountain, vielleicht so eine and Art neuer ultimately all of Colorado. Spielmodus This is sein really your game to könnte. craft and mold. That's awesome. Tja, tja, tja. Hat da jemand Bock drauf? You had giant robots and things like that. So, Bin mir nicht you know, sicher. what are you going to do to actually top something like that from the last expansion? Right. So we wanted like returning players to find something that they could never find in another version or like in previous versions of Wasteland 3. And so we built this as a Wasteland-style dungeon crawl. And in there you find this awesome mix of mystery, exploration. You're meeting these crazy cultists who have been locked in this like pre-war time capsule, and some of the raddest So richtig boss viel battles fällt mir you've da ever langsam been aber able auch to nicht mehr ein, was ich That's dazu awesome. I sagen wanna soll. get back to the crazy cultists, but talk to me about these Ich meine, es ist cool, dass sie den Spielen hier viel Raum So we geben. took the best parts of Wasteland combat and we breathed new life into it with objective-based combat, which are Aber vielleicht ein basically super bisschen rad zu boss viel, battles. wenn man You, jetzt it's no longer you're, nicht like, so huddling einen in a corner, neuen throwing down turrets, just going on heiß erwarteten rampages. Übertitel hat, ne? It's not about killing, it's about getting the job done. And so now combat doesn't end until the mission is over. We send you on proper combat missions. You're in there breaking into prisons, rescuing POWs. You're disrupting these high-tech cultist rituals. Das ist You halt, are splitting your fire glaube ich, team langsam into immer mehr so ein one bisschen geht es Richtung nation you've never XCOM had hier access mit before. Wasteland. Like everyone on your team has Was a glaube ich nicht job. falsch ist, also ich denke, das hilft der Serie sehr. Ja, nun zeigt doch auch nochmal eine Sekunde länger das Gameplay, meine Güte. Als ob ich da jetzt irgendwas weggucken würde. New, exciting, and challenging, you know, like mentally in a way we haven't been able to really do before with just straight up murder combat. Now, Wasteland has a reputation for getting a little silly. Right. What are some of the weird characters we can expect in some of the story encounters we'll see in the game? Yeah, with Cult of the Holy Detonation, we really got to cut our devs loose and just let them be creative and fun and silly. Like Exile's modus operandi is if we're like brainstorming and something makes us laugh, we just put it in the game. That's just how we do it. We pick up the pieces afterwards because we want to make something that entertains us, and then we know if we're having fun, Obviously. our fans are going to have fun. Man entwickelt ein Spiel, das Spaß macht. Explore, like really letting Wow. you get deep into this like Hätte ich jetzt weird nicht gedacht. radiation cult and let you interact Tell me with them some and news. talk with them and tell stories and like maybe even join them. And so like for instance, one of the characters you meet, one of the first cultists you meet, is this slathering beast. He's got like claws and fangs. Aber man nimmt den Typen zumindest gegenüber einigen der anderen ab, dass der wirklich mit Herzblut voll das rüberbringt, was er in seinem Spiel erschafft. Oder er ist ein guter Verkäufer, besser als die anderen. And lets you meet the whole cult. And another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if you took like 20 cultists. Ich will fast sagen, der sieht ein bisschen aus wie ein Diablo für Arme. Wenn Diablo nicht zuletzt auch aussehen würde wie ein Diablo für schlechte, arme Versionen. Gefühlt könnte es sogar sein, dass das kreativer sich entwickelt als Diablo in letzter Zeit. Stichwort Remaster. And he's an absolute blast. Hell, even some of the weapons that you find in Cheyenne Mountain, they're devolved cultists. Like there's one guy and he kind of devolved into this like vomiting bagpipe creature and he has this real like Ja, ich meine, diese Waffen, die der zeigt, ne, die sind natürlich schon lustig. So ihre Railgun oder was auch immer. Ich glaube, da haben die sich gut inspirieren lassen. A lot of really important stuff is at stake, but you know, the Wasteland's a pretty bizarre place. Oh, I can imagine. Now, we talked before, you've been working on Wasteland 3 for a while. There's already expansions that are out there. But say I'm a new player. Ja, ist halt Paris wieder gut hinterher, die richtigen Fragen zu stellen. Warum sollte ich das nochmal spielen, wenn ich neu zur Serie komme?
And like I said at the top, like Wasteland is like the best version of itself right now because of all the work we've put into it over the past year. And so you can get the whole thing with the Colorado collection. Okay, also es gibt ein gutes Sammelangebot mit dem Basisgame und dem DLC. Und natürlich das. Also zumindest da glaubt das einen Discount auf den Kauf. Wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht wäre da auch eine Demo gut für den Titel. All these really cool things that are going to be in Wasteland 3. But please remind everyone before we get out of here, when can you pick up this DLC? Immerhin Release-Termin Oktober der 5. Das ist ja, ein bisschen mehr als ein Monat, ne? Kann man nicht meckern. Das ist dann schon fast um die Ecke rum. Also so langsam kommen ja doch noch ein paar Titel zu Weihnachten hier. In the 3 years since its launch, Sea of Thieves has played host to some incredible crossovers, including unique ship sets inspired by games like Battletoads, State of Decay, Halo, and more. Today, we're excited to announce a brand new special event that will award players an all-new ship as a part of the latest Wild crossover heading to Sea of Thieves. Better yet, this event begins tomorrow. So get ready to make some mayhem. Okay, wir sehen jetzt ein Special Event für, ich hätte jetzt fast gedacht, das ist nicht Skull and Bones, sondern damit, wie hieß der Titel? Sea of Thieves, ne? Glaube ich. Ist das richtig? Ist das ein Borderlands Crossover? Ja, ein Borderlands Crossover. Ja, was soll man dazu sagen? Keine Ahnung. Muss man nicht haben, oder? And we were thinking, what's the best way to kind of celebrate Gamescom and to be a part of this as Sea of Thieves? And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem ship set that you've just seen, a really, really cool ship that's inspired by Borderlands, into Sea of Thieves. Ich meine, Borderlands als solches für sich genommen schon komische Lore, nicht mein Cup of Tea. Das ist lustig, die haben sich da so comicartige Krüge ausdrücken lassen. Ne? Ich meine, vielleicht passt das ja vom Grafikstil tatsächlich zusammen in dem Fall hier. Aber Space Shooting mit Piraten-Setting. Also der Event hat jetzt gestern schon heute angefangen. Ich glaube, die Viel Spaß hat sich auch ganz gut entwickelt und kommt zumindest bei Jugendlichen und Kindern ganz gut an. Insofern, ach ja, das kann man machen. Dann kenne ich auch die andere Brand hier, die Borderlands Brand. Crossover, Cell, ist immer gut, ne? Oh, okay, jetzt wird's interessant. Ein neuer Trailer. Ich drehe mal ein bisschen auf hier für euch. It's always been a dangerous world in Trumbull Valley. Auch wieder was mit Zombies. But now, it's hope that brings us back together. Hoffentlich nicht vergessen. It reunites old friends. It builds new bonds. And in the face of a growing threat, hope is the greatest weapon we have. State of Decay, ne? Die ballern hier so ein Video und basteln. Das ist auch lustig. Man soll noch das Schwester sehen, das ist trotzdem ernsthaft. Jetzt kommt so ein Trauer. Kein neuer Titel. Welcome back to Trumbull Valley. Hier ist es so schön, ne? Fans spielen Probe. Alle anderen greifen woanders zu. Well, just like zombies.
zombies themselves. Okay, it jetzt seems gibt es ein everything grünes old is new Interview again in State dazu. of Decay 2. And we have a Die guest lese to ich, walk us richten through das this dann aus. Undead update. Please join me in welcoming Undead Labs Director of Communications, Wanda Russell. Hello, Wanda. How are you? Hello, I'm great. It's great to be here. Talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited. Auf jeden Fall gut, dass sie jetzt immer mehr Repräsentanz zeigen und finden. Auch bei so einem eher martialischen Titel wie State of Decay. Die Frage ist halt da, wann kommt mal ein voller neuer Titel, ne? Also wirklich jetzt mal irgendwie mit einer neuen Grafik was erreichen kann. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open world map. It's fully remastered and it expands into 2 territories that Also bisher tatsächlich relativ enttäuschende Show. Wir streamen jetzt schon knappe 50 Minuten. Ja, wie ich erwartet habe, sehr viel Service Games, Updates, paar DLCs, paar Add-ons. Keine wirkliche Reveal. Vielleicht heben sie sich die eine Sache noch auf für das Ende. Ich glaube nämlich, das kommt auch gleich das Ende. Halo vermute ich mal nochmal irgendwie wird vorkommen. Ich meine, fair enough, sie wollen wahrscheinlich jetzt auch nichts ankündigen, was dann eh wieder verschoben wird oder in 3 Jahren rauskommt. Und dieses Jahr kommt halt einfach nur noch, was wir schon wissen, 2, 3 große Titel, Forza, Halo. Trotzdem muss man halt irgendwie zeigen, was entwickelt wird. Aber muss man dann so eine einstündige Show präsentieren? Und das hätte ich mir jetzt auch, ja, halbe Stunde, ehrlich gesagt. Ne? Die Zusatzinterviews hier cool, ne? Die kann man ja dann aber auch irgendwie getrennt anbieten, hätte ich jetzt gesagt. Aber das weiß ich nicht, ne? And on top of that, we are adding the game's 12th bounty pack. So that will be available from the bounty broker across all maps. And I have to say, they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people Was spielt to ihr denn play gerade so? Also ich habe mich gerade mal mit so Red Dead Redemption 2 bemüht. Auch gerade nicht mehr neu, aber war auf ein paar Jahre Schämen relativ weit oben. And State of Decay being on XBOX Game Pass, how has that impacted the community? How has that impacted the game? Talk to me about this. It's been fantastic, and you know we have an amazing community. We love them so much. In fact, one of the reasons we're doing Trumbull Valley as a map is because it was one of the most requested features from the community, which also makes it very exciting for us to be able to say, we did it, you get it. And we have a major milestone that we're celebrating. State of Decay 2 has 10 million lifetime players. 10 million lifetime players. Hang your hat on that. I Die Geburt ist ein really Wunder. Sie ist das incredible, Wunder. amazing news. Congratulations to you and the entire team at Undead Labs, man. Fantastic work. Well, speaking of Xbox Game Pass, let's give me the deets one more time when it comes to the update. So the update releases So, ja, Spiele-Update kommt am 1. September, haben wir ja schon geschrieben, ne? Und ja, vielleicht soll man noch mal reingucken. I love it. Thank you, Wonder, very much. My pleasure. Now we move from Trumbull Valley to the Lost Valley of Akria. This mystical location trades zombies for ancient warrior clans, forgotten temples of long-dead god kings, and a healthy dose of hack and slash. All this awaits in straight. Okay, 505 Games. Von denen erwarte ich mir so einiges, weil die hatten coole Sachen in petto. Trebuchet. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob wir da schon mal kurz geteased bekommen haben. Das sieht aus wie ein Fantasy For Honor. Wie Alpha-Bild. Also, okay. In 2 Jahren sehen wir uns dann wieder. Oder doch noch nächstes Jahr. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Cooler Stil so. Tatsächlich mal interessant, dass sowas dann hier vorkommt. A game world that changes based on your victories and plenty of dudes to stab in blade-to-blade combat. If that weren't enough, you even get a fuzzy little pal to help you out. Between the epic fights and this small guy, there's clearly a lot going on here. So let's hear more from Point Blank Games about Stray Point Blank Games sagt mir ehrlich gesagt tatsächlich gar nichts, dass wir schon mal was gemacht haben. Bestimmt. Heute
werden ja die Studios schneller gegründet, als die Klagen reinkommen. Ne? Ich glaube, das Spiel soll auch so ein bisschen den witzigen Stil zeigen oder repräsentieren. Mit diesem Gleitertier. Ziemlich cool eigentlich. Guter Sweet Spot so für Teenager, junge Erwachsene. Bisschen Blut ist auch dabei. Bisschen Taktik. Recht fix. So fast ein bisschen Fortnite-ig der Grafikstil, aber ich glaube, da ist mehr Tiefe im Kampf hier dahinter, als man denken könnte. Item-Management wird hier gezeigt. Ja, kann man nicht meckern, ne? Das ist so ein simplifiziertes 3D Third-Person Diablo ist. Ein bisschen Comic-lustig Grafik, also da habe ich nicht ganz so oft in der Form gesehen und wenn dann eher auch fast ein bisschen schlechter, würde ich sagen. Also es geht Richtung Torchlight vielleicht auch irgendwie. Change is part of your journey, where every victory impacts the world around you. When you die, time keeps moving forward. Enemies can't Aber stay cool, there. dass es ein längerer Gameplay-Trailer ist. Auf jeden Fall. Revives you, only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you. And of course, get ready for epic boss fights. Naja, dieser Hirsch da, oder was das sein soll, Hirschlöwe, ist irgendwie so eine Art Boss-Fight. Also, ja, kann man mal machen, ne? Also 505 Games auf jeden Fall immer interessant beobachten. Crusader Kings 3 jetzt oder was? Ich weiß nicht, ist das nicht auch so ein Strategiespiel? Ich habe echt befürchtet, dass die Amis denken so, ja, das ist für Europa, da gucken denn die Europäer zur Gamescom zu, machen wir halt die ganzen drögen Strategiespiele eher. Darüber müssen die jetzt auch mal langsam wegkommen. It's coming to Xbox as an adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that grand strategy experience to a console. Not to mention bringing the grand strategy experience to my comfy living room couch. We'll all be ruling from our throne rooms soon enough. Check out Crusader Kings 3 now, coming to Xbox consoles. Paradox, die machen das, ne? Ich drehe mal auf für euch. We must never forget the crimes committed against Okay, das us. sieht gut aus. Paradox ist auch ein gutes Spiel, was schon ewig gibt. Naja, wenn das so ein Belagerungstitel ist, ne? Das könnte man mal wieder ausprobieren. Richtung Belagerung als mit Civilization-Stil. Weil das ist schon sehr viel Text haben. Da könnte ein bisschen interessanter als Only the small aber schön, dass das trotzdem auch measure success across the span of a single life. The real game is played across generations. You see, real strategy requires cunning. 5 Minuten wahrscheinlich noch. Also ich weiß nicht, ob die jetzt länger gehen als eine Stunde. Ja, hat jemand so Lust auf so Mittelalter-Strategie? Crusader Kings 3 is wild. You really haven't lived until you've made an 8-year-old the King of England. Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains and exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s wonderland. Oh, Psychonauts. Tatsächlich ein Highlight-Titel für mich. Psychonauts 2, aber der ist ja jetzt raus, ne? Warum das jetzt nochmal aufgreifen? Einfach nochmal die Werbung mitnehmen. Also Reviews sind ja ganz gut an sich hier, was ich gelesen habe. Den ersten Teil tatsächlich gespielt und fand ihn ziemlich interessant. Also Gameplay-mäßig nicht perfekt, aber eigentlich mal was Neues, Spannendes. Es ist immer gut, sich mit der Psyche auseinanderzusetzen. Sollten einige mal intensivieren. Psychonauts had humor, whimsy, and surprisingly heartfelt moments. It was an oasis of color and humanity
in an era when games were increasingly turning grimy, dark, and combative. Not to mention having some deceptively deep character. Okay. That's why the original is considered a cult classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Enjoy this Es long-awaited gibt also den Launch-Trailer, da drehen wir doch mal auf. Well, Ich mach auch mal. this shouldn't take too long. With psychic powers, he dives into your mind. My name is Raz, and I'm the new intern. And today is my first day on the job. Get ready, Rasputin. Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? I'm not supposed to check out equipment to interns. You did what? Can we just... No. Quit picking on the new kid. We were all new once, in case you forgot. I've got eyes on the target. And I've got eyes on me. All I see is another unruly peasant. Oh boy. When men do misfires, turns our world on its side. It wouldn't be the first time the Psychonauts underestimated Maligula's power. Leave it to me. Well, it's clear I could not be more excited for Psychonauts 2 because I gotta be honest, me and that original game, we got some beef that needs settling. If you know, you know. The meat circus level, it is infamous, it is brutal, it is difficult to say the least. It's the final level of the original game that came out, and I cannot believe I'm doing the math on this one. 16 years ago, Tim Schafer and Lizette Teatree Montgomery. I am definitely dating myself, but you all welcome from Double Fine Productions. Thank you so much for being here. Tim, can you believe it has been 16 years? I almost said 19 years. Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was for Raz because the story picks up right where the first game left off. And even though it has been a lot of years, it's a game that matters a lot to us. We really love it here at Double Fine, and we know that a lot of fans, it meant a lot to them. And so we really want to be true to the spirit of the first game, which we were able to do because we brought back a lot of the same voice actors, and we also have a lot of people on the team here that worked on the first game, as well as bringing on a bunch of new people like Lisette. Thank you. It was really important for us to carry the legacy forward, especially the cool style of Wonk that is very prevalent in the first game. Style of Wonk. Just put it on a shirt. I'm in there for it. Let's roll it back a bit. Of course, this can be kind of a trippy idea if you're not Psychonauts, they still jump into people's minds, I'm assuming, like the first game, right? So if a Psychonaut sort of dove into my brain, it would be like a lot of Ted Lasso quotes and French Bulldog memes. Am I correct, Tim? Yeah, that's what's fun about a Psychonauts game is that all the levels are different, just like every person is different, based on their personality. If you could jump into someone's mind, what would it look like in there? What would be the color of the sky, and like who would the monsters be? And in Psychonauts, you get to do that because Raz has the power of astral projection. And when he goes in, he gets to fight those monsters and help people deal with their nightmares and wrestle with their inner demons. And so there's a ton of variety, and there's a lot of anything goes. We can go to any location, we can have any art style, and coming up with new levels for the second game was really fun to do. Well, I loved it from the first game, certainly. Let's talk a little bit about how that kind of concept expresses itself in the game world. I mean, Psychonauts 2 has got it all over the place, I'm sure. Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds and unique levels from the first game and the unique style as well. So we were really focused on how we could bring forward that style in Wonk and also bring in new levels and enemies.
Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons, and I'm sure it's happening in Psychonauts 2. What does this mean? Does it mean basically is that we're finally able to slap COVID anxiety in the face? Well, I don't know if you get to slap anxiety in your face, but you definitely get to slap some panic attacks, and COVID definitely caused a lot of those. In addition to panic attacks, some of our old enemies have also come back. Our sensors are our favorites, and they're definitely here. And in addition to that, we also have our doubts and some new enemies. There's our lovely sensor. Also, some regrets, some flying regrets. There are a ranged enemy, and they definitely are challenging. Our doubts are our slow, sticky melee enemy. You're also seeing our enabler here. He energizes our whole combat troop. So we have a whole cast that you can battle and fight with. Including the bad mood. Including the bad mood. Which is it's an electric storm of feelings that you have to fight. Now, for those who haven't played the original, available now on Xbox Game Pass, by the way, wink. Tim, why is Raz so good at rummaging through brains? Raz is, he has some very special skills. He has two whole sets of skills, one being the acrobatic skills he learned growing up in the circus. He can balance on tightropes, jump on trampolines, swing on trapezes, and that helps him navigate and get around to all kinds of interesting places. But he also has this other side to his personality, which is that he's a powerful psychic. So he can levitate objects, he can use telekinesis and pyrokinesis. He has these powers which people might recognize from the first game, as well as 3 new powers for the second game. He has the ability to mentally connect thoughts together, and he can connect 2 thoughts and actually send them down. Komisch, da sind wir wieder da. Habe ich wohl ein bisschen zu viel aufgedreht hier. Ich drehe das mal ein bisschen runter. Okay. Ja, das alte Mikrofon macht komische Sachen. As the original Psychonauts, we saw Raz training to be part of an organization, and now perhaps he's part of a whole organization at this point. And are there other brain agents, other Psychonauts out there? Wie die Levels aussehen mögen, das ist ja immer super abgedreht bei Psychonauts, ne? Yeah, we have a lot of new characters in this game. We do. Cool, dass hier we have a lot of new characters in this eine weibliche Art game. Direktorin As soon as Raz arrives on the headquarters, he immediately gets das Design sagt ja schon, das sieht man ja schon, dass das irgendwie super speziell und eigen ist. Ne? Vielleicht ein bisschen krass übertrieben für manche Leute oder ein bisschen zu drüber, aber nicht für mich, also habe ich echt gar nicht meckern. His entire family, his entire embarrassing circus clothes wearing family comes to visit him in front of all his new friends. Hoffentlich ist der Titel auch lang genug. The interns find out that he's the awkward middle child of a circus family. Each one of them has their own quirks and foibles, and some of them are even psychic. And so a lot of their story gets told in this game, including their backstory and how it relates to the foundation of the Psychonauts themselves. Well, I like that, and of course, as you might know already, I'm sold. But you, of course, already knew that. When can myself and the rest of the world exact some beefy meaty revenge? Okay. You can get back to the beef and play Psychonauts 2 on August 25th on Xbox Game Pass and PC. There it is. Lizette, Tim, Double Fine, thank you so much. And you know what? Ja, ich freue mich jedenfalls, dass das jetzt endlich draußen ist und dass wir da... Oh, da gibt es noch einen extra Stream dazu. Dass wir da mal zocken können. Und gucken, wie die Story von Raz und seine Gedankenforschung weitergeht. Jetzt zeigen sie 5 Minuten über der Stunde drüber der Gunk heißt, was ich glaube ich schon mal als Teaser gesehen habe. Es spielt im Weltraum. Vielleicht ist es jetzt doch länger als eine Stunde heute. Schauen wir mal, ne? Space Exploration. Ah ja, genau. Das erinnere ich mich. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Ökomüllabfuhr im Weltraum. Ich glaube, da geht es um so eine Verseuchung oder einen mutierten Planeten mit vielen Rätseln. Auch lustig, also so langsam nach einer knappen Stunde holen sie jetzt die kreativen Titel raus, da freue ich mich doch. Ja, schaut doch mal an, da ist ein bisschen Alien drin, aber auch irgendwie nicht zu grausam. Glaube ich jedenfalls. Super, sowas wollen wir mehr sehen.
We are social everywhere. Ja, finde ich gut. Sollten wir auch sein. Es wird auch irgendwie weniger gelabert, oder nehme ich das mal so wahr, ne? We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite. But let me just say, Okay, it sie is bedanken so sich jetzt schon cool that gegenseitig. Decay 2 is Das expanding heißt, Tumble vielleicht geht es Valley. jetzt noch Come mal on, 10 and hey, you Minuten, know aber what? dann Great job on that flight müssten sim sie interview. vermutlich eher am Ende der Show sein, weil ich jetzt nicht wirklich erwarte, dass da noch die großen Explosionen passieren. I mean, it's literally letting me travel the world. But I was staring daggers of jealousy. Was heißt, es komisch ist, weil überhaupt nichts von Bethesda kam, ne? Also da hätte man jetzt erwartet, da die ja kein eigenes Team haben, dass man die Chance nochmal wahrnimmt, doch da nochmal reinzugehen. That's true. But it's not the same as talking to the creators. Just trust me when I tell you, be excited for Psychonauts 2. I will say this as well. I am excited to see even more of Psychonauts 2 on our Xbox Plays streams. Yes, das ist so lustig, die produzieren so viel Content auf den Kanälen, dass man gar nicht mehr zum Zocken kommt. Throughout the week at twitch.tv/Xbox. So make sure to check that out. Before Kate and I let Playground Games take the wheel, let me just say that it has been our distinct pleasure to chat games and nerd out with everyone today. Oh, it's hands down the best part of the job, for sure. But we're far from done here. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game Forza Horizon 4, arrives on November 9th on Xbox consoles, Xbox Game Pass for console, PC, and cloud, and of course, And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. And that is twitch.tv/Xbox for the full vroom vroom experience. And if you're already watching on Twitch or one of the Forza channels, stay right where you are. Without further ado, let's dive in, starting with the new custom Forza Horizon 5 controller, which is available for pre-order today, so players can have it in hand by November 9th when the standard edition of the game launches. Ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll, dass es zu jedem Spiel so einen Spezialcontroller gibt. Ich meine, okay. Ist der in den Farbtopf gefallen? Hübsch ist anders. Sicherlich trotzdem gut produziert, aber cool, dass der transparent ist. So ein bisschen Motor angehaucht, und ein bisschen extra andere Gummierung drauf. Also bestimmt gut verarbeitet, aber die Farben gefallen mir immer gar nicht. Ich glaube, man spielt sich jetzt auch nicht besser, da brauchst du dann schon einen Pro-Controller, ne? Oder denkst du eigentlich? Wahrscheinlich wieder extra teuer dann. Wer ist denn so ein Hardcore-Fan, dass er sich einen Controller zu einem Rennspiel kauft, ne? Okay, die Lady ist von ID at Xbox. Charlie here, and I'm at Playground Games with Forza Horizon creative director Mike Brown and Forza Horizon art director Don Unsere. Hello, everybody. Passt zu ihren Haaren. Hey, Charlie. Der Undercut scheint jetzt der neue Standard zu sein bei den just saw a really cool video about it, and I'll be the first to say there is an amazing influence of Mexican car culture and music literally splayed right across the front, isn't that right? Absolutely, it just feels like it's part of the Horizon Festival, like it's just dropped out of the game into your lap. Absolutely. Absolutely love it. Oh, okay, and there's so much we do want to show the fans, and it's been quite difficult to decide where to start. So can you maybe tell us a bit more about the game, Mike? Sure, yeah. So Forza Horizon 5 is bringing the Horizon Festival's unique brand of fun and freedom to beautiful and vibrant Mexico. Players are going to set out across the largest, most diverse open world we've ever built in hundreds of the world's most beautiful and exciting cars. Yeah, and people think that Mexico is just a desert or a beach, but there's so much more to it, isn't there? That's right. Even though it does have pretty awesome beaches and a number of amazing deserts, it also has vast canyons, hidden temples, awesome, beautiful historic cities, and even a towering snow-capped volcano, the highest point we've ever had in a Horizon game. So you've talked about how Forza Horizon 5 showcases powerful, all-new graphical features, but what more can you tell us about that?
So yeah, our Mexican HDR sky captures really illuminate the world to the point where you gut, feel like you're really there. Nicht unbedingt wissen, And thanks to the aber Xbox Series X and hilft. S, ray tracing is utilized in Forza Vista to really make our cars look more true to alles real nichts, wo man life. keine Xbox You'll Series X encounter the bekommt. smallest of Ich meine, die ganzen details Influencer haben sie as you natürlich travel schon, die throughout the kriegen ja noch world, Game all Sky rendered dargestellt, aber in striking realism. That's such man an hört ein exciting bisschen Verbitterung overview. I raus bei cannot mir. wait. And next up is something we know that Jetzt Forza eigentlich Horizon gar nicht fans so have der definitely been waiting Xbox-Konsolenkäufer. for the most. Mike, what exactly is that? Yeah, that's right. We are about to reveal the cover of Forza Horizon 5, featuring the incredible Mercedes AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. Should we take a look? Ich bin mir da ziemlich weiß. Okay, wir sehen jetzt einen Forza Gameplay Trailer. Ist der ein die Autos? Ich glaube nicht. Das ist ja, weil der AG ja, kommt am 9. November. Eigentlich Pflichtkauf für alle, die sich auch nur im geringsten für Auto oder Rennen interessieren. Now, those are two very different ways to explore Mexico. So what I want to know is why those two cars were chosen and what players can expect when they get behind the wheel. Yeah, so those differences are exactly why we chose them. The Mercedes AMG 1 marks the first time a car features Formula One hybrid technology almost one-to-one from track to the street. And with the 2021 Ford Bronco Badlands, that's primed for rugged off-roading across Mexico's vast terrain. And I'm certain people can't wait to see more of what these cars can do in the game, so I don't think we should keep them waiting any longer. Mike, can you tell us about what we're about to see next? Yes, so in a few moments' time, we'll be kicking off a Forza Horizon 5 Let's Go stream, and everybody should check that out for a big deep dive into loads of new content and features from Forza Horizon 5. But before that, we have 8 minutes of brand new gameplay. Wir reden die ganze Zeit vom AMG 1. Ich kenne ein Auto, das heißt P1, aber ich bin nicht so der Auskenner, dass ich jetzt weiß, ob das dasselbe ist tatsächlich. Ich finde diesen Jeep viel geiler. Ich mochte immer schon Jeeps. Und der ist von Bronco. Ist das Ford oder was? Was ist denn das jetzt hier so rausgelassen, geschmissen werden aus dem Flugzeug wie bei Fortnite? Alle ein bisschen ein auf Fortnite oder warum? Wieso, weshalb, warum? Drop it like it's hot, dass man die Welt irgendwie anders erforschen kann. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Und wer nimmt dann den Fallschirm nachher mit? Gibt es da so einen Vulkan in Island? Nicht, das sieht aus wie Island, meine ich, aber in Mexiko? Wahrscheinlich. Okay, er beschreibt jetzt tatsächlich das Gameplay, wie er da über den Vulkan fährt. Ja, die Landschaft sieht mega aus, ne? Flugzeug im Hintergrund. Relativ simple Mission, von A nach B zu kommen. Aber sag mal, sind wir denn jetzt mit dem Stream nahtlos übergegangen in den Deep Dive von Forza oder kommt Paris nochmal zurück? Ist die Xbox Live Show vorüber? Jetzt gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich gucke hier mal kurz zu. Also die Landschaft ist ja wohl unglaublich und indiskutabel gut. Bisschen viel Gefliege vielleicht, aber das liegt sicherlich an arcadigen Gameplay. Okay. Gibt ein bisschen Rennstreckenabschnitt. Und man landet in einem Drag Race. Ist das ein Drag Race? Alle Flugzeuge fallen vom Himmel. Witzig, ne? Im realen Leben würde niemand so ein super Chaos im Flugzeug fallen lassen und wenn das begehen würde, wie würde man denn dann den Fallschirm entfernen ohne Lackschäden? So now we see the 2020 Corvette Stingray tearing up the asphalt towards a dust storm in the Mexican farmland.
Erst der Teil von Mexiko hier sieht fast ein bisschen aus wie Europa. Ne? Auch cool. Also sehr vielfältig auf jeden Fall. Außer dass es da Wüstenstürme gibt. Krass, dass wir schon eine Stunde 20 streamen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich guck nochmal in meine Twitch-Controls. Aha, wir wurden 45 Mal aufgerufen, das ist doch schon was. Aktuell ein Zuschauer allerdings nur. Damit kann man doch arbeiten, ne? Ja, jetzt stellen sie einen alten Porsche vor, also verschiedene Autos hier, die alle ziemlich cool sind. I don't know. Eigentlich super, dass das ja, ein bisschen tiefer beleuchtet wurde. Da ist ja auch viel rauszuholen aus dem Game. Jetzt die Frage, wie machen wir hier weiter? Ich würde sagen, ich schaue mal kurz nach, wie lang die offizielle Ankündigung für den Stream war. Und dann entscheiden wir, ob wir hier weitermachen. Ja, sorry, dass ich gerade nicht mehr so viel zu sagen habe. Ich meine, es sieht fantastisch aus, das habe ich schon gesagt. Und ich würde es mir holen, hätte ich ein System dafür. Gut, ich habe einen PC, ne? Aber mein System ist halt auch Zeit, die ich nicht habe. Also kann man durchaus machen, der Titel. Es ist halt sehr viel Autos hier. Ah ja, jetzt ist wieder der Mercedes AMG. Aber ist das jetzt der P1? Oder ist das nett? Das ist irgendwie gesagt, aber ich konnte es nicht ganz verstanden. So, ich suche dabei mal weiter, wie lange die Show heute geht. Nee. Was haben wir denn da? Ah. Okay, hier ist eine Info. Da steht tatsächlich 90 Minuten. Das heißt, die sind jetzt noch weitere 10 Minuten dabei, also da erwarte ich dann tatsächlich doch nochmal irgendein Info zu Halo. Das halte ich dann auch nochmal durch, ohne Pipi zu müssen. Und dann würde ich sagen, beenden wir das kurz danach. Das wäre ja, weiß nicht, fast schon unser längster Stream dann zu diesem Punkt. Ne? Da kann ich schon mal sagen,
erzählt uns, wie es euch gefallen hat. Ob wir öfter streamen sollen, ob wir selber Games streamen sollen, die wir spielen. Wollte ich auch mal ausprobieren. Ist nicht immer die Chance dazu im Alltag. Und auch wie das Upload nachher auf YouTube ankommt. Sicherlich auch spannend. Ja, Forza Horizon 5, there you go, there you have it. As Jeff würde morgen sagen würde. Thanks for watching. Stay tuned for Forza Horizon. Ich glaube, damit ist dieser Stream tatsächlich rum. Paris hat sich nicht wirklich bei mir verabschiedet. Schade, schade. Kann ich aber mit leben. Also Xbox. Ganz guter Stream. 90 Minuten, länger als erwartet. Haben sie gut was zusammengepackt. Ja, da ist offensichtlich hier die Show jetzt gleich wirklich aus. Und ja, also keine Überraschung wie gewohnt. Kleinere Ankündigungen waren ganz interessant, die dabei waren. Ich mache mal den Kollegen im Hintergrund da auch weg. Sehr schön. Ja, war ordentlich, glaube ich, ne? Also keine Überraschung, aber schöne Deep Dives, recht viele Interviews und kann man so machen. Ja, ihr merkt, irgendwie habe ich heute nicht die mega Energie, obwohl ich mir vorher extra noch ein Koffeingetränk reingezogen habe. Aber wenn man es nicht gewöhnt ist, 90 Minuten zu streamen, dann ist man es nicht gewöhnt und dann braucht man erstmal die Übung, da ein bisschen die Energie reinzukriegen. Aber das ist okay, ich glaube, da kommen wir irgendwann hin. Ja, Halo hat jetzt tatsächlich komplett gefehlt. Das war ein bisschen Überraschung. Kein Herzbruch für mich, so keine gebrochenen Herzen für mich, weil nicht meine Serie. Ich glaube, da gibt es einige Fans, die sich da auf den Schlips getreten fühlen könnten, vermute ich jetzt mal. Schön, dass Psychonauts nochmal gefeatured wurde, auf jeden Fall. Kaufbefehl. Und Horizon, gut. Flight Simulator nochmal ein paar Updates, solltet ihr auch mal probieren. Ja, also das übliche Xbox-Programm, was man über die letzten Monate schon kennt im Wesentlichen. Ne? Jetzt, ich glaube, die nächsten Überraschungen würde man dann vermutlich erst wieder im nächsten Jahr sehen. Das wurde ja auch bei Xbox ein, zwei Sachen verschoben. Aber ja, nichts Schlimmes. Ich glaube, man kommt gerade so über den Winter mit dem, was sie gezeigt haben. Wenn man dann noch mal eine Konsole kriegt, ist es zwar besser als bei PlayStation mit der Verfügbarkeit, aber nicht super easy. In dem Sinne würde ich sagen, laber ich jetzt hier euch kein Ohr ins Bein und sage mal, wir sehen uns bald wieder zum nächsten Livestream, zum nächsten Upload, Review, Feedback, Stream-Analyse. Und es macht ja eigentlich doch ganz gut Spaß. Kann man nicht sagen, dass das völlig für den Arsch ist. Ich muss mich immer ein bisschen motivieren, das müsst ihr auch verstehen. So ist ja auch nicht mehr 14 und hat noch andere Sachen im Kopf. Aber vielleicht wird ja was draus und ich würde mich freuen, wenn ich hier so ein paar Leuten irgendwie was Interessantes erzählen konnte. Ja, bevor ich das dann nicht mehr tue, sage ich Tschüss. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Stream Ende.